warum Beziehungsunfähigkeit immer mehr zum größten Hinderungsgrund wird, warum wir als Menschen immer mehr eigentlich in die Einsamkeit eigentlich zurückgehen. Ja, letztendlich ist eigentlich die Beziehungsunfähigkeit mit anderen Menschen, könnte ich sagen, wie so der Spiegel zu der Beziehungsunfähigkeit, die wir mit uns selber haben. Ja. Also es zeigt eigentlich etwas auf, was in mir ist. Und deshalb finde ich das so schön, wenn wir das merken, also wenn wir die Sehnsucht haben nach Beziehungsfähigkeit, uns zu verbinden und echte, tiefe Beziehungen zu führen, ist das auch der Heilungsweg, den ich mit mir selber habe. Also wenn ich mich mit dem auseinandersetze, mit der Partnerschaft, mit dem anderen und da wie so Heilung finde oder Klarheit reinbringe, hat das was mit mir zu tun und heilt eigentlich meine Beziehungsunfähigkeit zu mir selber. Ja. Ne? Und das finde ich ganz, ganz schön. Also das ist eigentlich wie so das Gesamtpaket. Man könnte eigentlich auch sagen, man kann sich eigentlich nicht entscheiden zwischen, ich will keine Beziehung mehr und ich will nur eine Beziehung zu mir, sondern entweder bist du beziehungsfähig mit dir selber und mit anderen oder nicht. Also das ist eigentlich so die Wahl, die wir irgendwie haben. Du kannst nicht mit dir selber in Beziehung sein und mit anderen Menschen nicht. Das ist wie nicht möglich, weil wir eins sind. Und das wenn ist du vielleicht dich, dann wie so eine Lüge, ne? Das ist nicht die Wahrheit. Genau. Dann, ne? Wenn du dich wirklich erforschst und wenn du mit dir so eine Beziehung hast, oder diese Weite in dir und diese Liebe mit allem, was da ist, tatsächlich erfährst und mit deinen Gefühlen, mit deinem Körper, mit deinem Denken, mit allem, was wirklich in dir ist. Also die Sachen, wo vielleicht wirklich wir auch manchmal Angst haben, hinzuschauen ne, und eigentlich eher weggehen. Aber dieses Weggehen ist auch ein Weggehen von anderen. Ja. Ne? Und wenn wir das bei uns sehen können, heilen können, annehmen können, anschauen, dem Raum geben, den Gefühlen, die in uns sind, dann heilt auch immer was eigentlich in der Außen. Art von Beziehung. Ne? Ja. Und da ist schon meistens, wer traut sich schon tatsächlich, sich selbst die Wahrheit zu sagen. Und genauso ist es, trauen wir uns kaum, selbst den intimsten Partnern die Wahrheit zu sagen. Also da ist was, wo wie so connected ist. Und wir können uns manchmal gut verstecken und die Augen zumachen, wenn wir so mit uns alleine sind. Und in der Beziehung, in der Partnerschaft, in der Freundschaft werden die Sachen halt angetriggert. Ja. Ne? Und deshalb gehen wir oft weg, weil wir das nicht wollen. Das will ich nicht mehr erleben, das will ich nicht mehr fühlen, mit dem will ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Aber das cuttet uns jedes Mal auch wieder so ein Stück von uns. Ja. Und so der Weg zurück. Und deshalb finde ich das so schön, wenn wir unsere Beziehungsfähigkeit heilen, egal mit was, ist das auf allen Bereichen. Ist das mit intimen Beziehungen, mit Freundschaften, mit Kollegen, mit mir selber. Und das, Deshalb ist das neue Training, was wir anbieten, das Jahrestraining Healing Love und Sexuality, ist wirklich ein Muss für jemanden, der raus will eigentlich aus dieser Beziehungsunfähigkeit. Und wir würden uns mega freuen, dich kennenzulernen und auf dem Weg zu begleiten. Ja. Nutzt die Chance, wir machen das nicht so oft. Das kann auch sein, dass wir das erst wieder in ein paar Jahren anbieten. Das ist eine Chance, es ist ein längerer Prozess, wo ganz viel mit einfließt, ganz viele Bereiche in Beziehungen mit mir und mit anderen. Und ja, wir freuen uns mega drauf. Tschüss!